BioWare. Yay, indeed. Wie geht's dir eigentlich, Yumi? Schön, dass du da bist. Und damit, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Diesmal wirklich alles geregelt, getestet, geläuft, whatever. Mir geht's ganz gut, danke dir. Also, Chicken Wings und Pommes. Dazu jetzt ein schöner Energy Drink, einfach weil mir danach ist. Mir geht's, besser könnte es mir nicht gehen. Mass Effect Legendary Edition. Ein Gaussian Blur im Hintergrund. Dieses Projekt wird lange dauern. Ich habe mir übrigens im Steam Sale ein Game und 2 DLCs gekauft. Ich habe mir Nier Automata gekauft und die Expansion von Tales of Arise und Horizon Forbidden West Burning Shores. Das heißt, das wird auch alles demnächst irgendwann kommen, aber irgendwann später erst. Das wird noch dauern. But it will come. Jetzt aber haben wir wichtigere Sachen zu tun. Und zwar eine beliebige Taste drücken. Da hätten wir das Original Mass Effect. Mass Effect 2 und Mass Effect 3, aber ich würde sagen, wir fangen mit Teil 1 an. Cool. Auf Nier freue ich mich auch. Ja, aber das wird ein bisschen dauern. Ja, das wird auch kein Wochenendprojekt, weil Wochenendprojekte habe ich schon genug. By the way, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, aber für Sonntag gegen 15 Uhr ist Elden Ring angesagt. Ich hoffe, du kannst da um die Uhrzeit. Vielleicht versetzen wir das auch nochmal auf 18 Uhr. Sag mir mal eine Uhrzeit, die du am Sonntag gut kannst. Und ich versuch's. Ja, wird schon irgendwie hinhauen, weil beim letzten Mal, als wir versucht haben, war es ein bisschen spät schon. Und ja, wenn man dann am nächsten Tag früh raus muss, ist das ein bisschen kacke. Aber ja, das ist darauf angesetzt. Am Freitagabend machen wir eine halbe Folge. Machen wir eine halbe Episode Baldur's Gate. Weil das mit ganzen Episoden haut nicht ganz hin. Die sind einfach zu lange. Wir machen dann einfach anderthalb Stunden, halbe Episoden. Immer. Ja, gonna be fine. Aber nichtsdestotrotz, das ist alles erstmal geplant für die Zukunft. Wir starten jetzt erstmal Mass Effect. Ich bin gespannt. It's gonna be fine, I guess. Und da haben wir das Ganze mit dem Mond. Hatten wir natürlich schon mal. Like. So nah ist der Mond nicht an unserer Erde, aber whatever. Ja, für alle Leute, die das nicht wissen. Das ist mein 4. Anlauf mit Mass Effect. In Versuch 1 ist es die ganze Zeit gecrashed. In Versuch 2 habe ich mit dem Modden irgendwie nicht richtig hingekriegt. Das Spiel war plötzlich auf Englisch. Permanent. Komischer Englisch-Deutsch-Mix. Versuch 3. Hab ich die Nerven verloren? Und jetzt einmal bitte alle die Daumen drücken, dass Versuch 4 auch wirklich funktioniert. Weil wenn nicht, dann haben wir hier ein Problem. Also, Mass Effect, eine beliebige... Der ist schon mal nicht auf Englisch. Gutes Zeichen. Jetzt nicht press the random key. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Let's go! Ja, die Zeit des Lensflares und der Unreal Engine 3. Und da haben wir
Übrigens, ich habe neulich rausgesucht, ich habe das auch mal unmodded gestartet. Und Tali im ungemoddeten Zustand sieht nicht so aus wie jetzt hier. Das ist das Model, das gemoddete Model. Das ist das gemoddete Tali-Model. Ja. Gut. Ich würde dann sagen, wir starten eine neue Karriere. Let's go. Welcome to Alliance Military Database. Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. So, Profilwiederherstellung. Aufgrund Ihres geheimen N7-Status sind die ID-Daten nicht vollständig. Bitte bestätigen Sie Ihre ID gemäß der unten angegebenen Aufzeichnungen der oder registrieren Sie sich manuell. Wir können John Shepard, Jane Shepard, und wir sehen, Jane Shepard hat ein etwas hübscheres Gesicht als sonst, oder eine komplett neue ID. Wir machen eine komplett neue ID. Da sind wir ja eigentlich auch schon mal durchgegangen. Individueller männlicher Charakter, individueller weiblicher schnell. Nein, wir nehmen individueller weiblicher Charakter. Please log in to access your profile. Ja, ich würde hier jetzt gerne in Kanji schreiben, aber das geht nicht. Also in Katakana. But that's impossible, unfortunately. Also bleiben wir bei einfach Ahri Shepard. Oh Mann. Ich bin nicht zu retten, ich weiß. But, you know. Let's go. Oh Gott, fucking hell. Was machst du eigentlich gerade, Yumi? Was läuft gerade, außer hier beim Stream zu schauen? Please reconstruct profile. Confirm pre-service history. Ihre beiden Eltern waren beim Allianzmilitär. Sie verbrachten ihre Kindheit an Bord von Schiffen und Stationen und verblieben dabei nie lange an einem Ort, da die Eltern häufig versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichteten sich fürs Militär. Ich versuche, eine Helldivers-Mission zu beenden, damit ich besser zuschauen kann. Ich drücke dir die Daumen. Es wird aber noch nicht so viel passieren. Kolonist. Sie sind auf Mindoa geboren und aufgewachsen. Einer kleinen Kolonie am Rande der Attika-Traverse. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenhändler Mindoa und töteten ihre Familie und Freunde. Sie wurden von einer Allianzpatrouille gerettet. Ein paar Jahre später verpflichteten sie sich selbst zum Allianzmilitär. Danke. Das nehmen wir nicht, allein weil der Name Mindoa französisch klingt. Weg damit! Von der Erde! Als Waise sind sie auf den Straßen der riesigen Erdmetropole groß geworden. Sie konnten dem Leben im Umfeld der Kleinkriminalität und der Straßengangs entfliehen, indem sie sich mit 18 Jahren zum Allianz-Militärdienst gemeldet haben. Wir nehmen Raumfahrer. Confirm psychological. Wir nehmen Raumfahrer. Wir sind psychologischer Kindheitsdamage, Emotional Damage werden wir nicht unserem Charakter verpassen. Nein. Einziger Überlebender. Während ihrer Dienstzeit wurden sie auf eine Mission geschickt, die auf schreckliche Weise scheiterte. Sie befanden sich in einer extremen, lebensbedrohlichen Situation und erlitten körperliche wie seelische Qualen, an denen die meisten Menschen zerbrochen wären. Aber sie überlebten, ertrugen alles, woran andere zerbrachen, und jetzt sind nur noch sie übrig, um davon zu erzählen. Das lädt natürlich auch dazu ein, dass man selbst ein Scharlatan ist und die ganze Geschichte erfunden hat, aber das ignorieren wir jetzt mal ganz einfach. Kriegsheld. Zu Beginn ihrer Karriere sahen sie sich eines Tages einer überwältigenden, feindlichen Streitkraft gegenüber. Sie setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Kameraden zu retten und den Feind trotz aller Widrigkeiten zu besiegen.
Ihre Tapferkeit und ihr Heldenmut brachten ihnen zahlreiche Medaillen und Anerkennungen seitens der Allianzflotte ein. Skrupellos. Während ihrer gesamten militärischen Karriere haben sie sich immer an eine grundlegende Regel gehalten. Der Auftrag muss erledigt werden. Man bezeichnet sie gemeinhin als kalt, berechnend und brutal. Sie sind bekannt für ihre rücksichtslose Effizienz, weshalb andere Soldaten sich vor ihnen in Acht nehmen. Aber wenn Versagen keine Option ist, kommt das Militär immer zuerst zu ihnen. Ja, ich meine, scheiß auf Freunde und Verwandte und Shit, Alter. Wenn du derjenige bist, der den Job kriegt, bist du derjenige, der bezahlt wird. Auf der anderen Seite, mit was für Jobs man dann alles fürs Militär machen sollte, macht. Ich denke, wir nehmen einzige Überlebender. Das hier ist halt... Das hier... Wie heißt das System nochmal? Das eine ist Renegade, das weiß ich. Aber was war das andere nochmal? Habe ich gerade komplett vergessen. Letztlich ist pur gut, pur böse. Wir nehmen einzige Überlebender, sodass wir halt so eine Wahl haben, uns hauptsächlich dazwischen zu entscheiden. Werden wir ja noch sehen. Einzelne Überlebender. Confirm military specialization. Oh ja. Jetzt kommt das. Soldat. Soldaten sind die perfekten Kampfspezialisten für die Frontline eines Feuergefechts. Sie haben eine höhere Gesundheit, können sich auf alle Waffentypen spezialisieren, sind von Anfang an in der Lage, mittelschwere Panzerung zu tragen und können die Verwendung schwerer Panzerung trainieren. Der Techniker. Wir haben auch andere Anzüge, sehe ich gerade. Wobei, nee, doch. Doch, die haben auch andere Anzüge. Der Soldatenanzug... Die Anzüge sind gleich, aber der Soldatenanzug ist anders. Ist das modded? Sehe ich gerade. Der ist anders einfach. Techniker. Techniker sind Technikspezialisten. Mit dem holographischen Universalwerkzeug können sie Sicherheitssysteme dechiffrieren, technische Ausrüstungsgegenstände reparieren oder modifizieren, gegnerische Waffen oder Schilde stören und ihren Squad heilen. Techniker können nur leichte Panzerung tragen und sind auf Pistolen spezialisiert. Und dann kommt natürlich der psionische Experte. Experten sind Biotik-Spezialisten. Mithilfe aufwertbarer Implantate können sie biotische Kräfte einsetzen, um Objekte zu heben oder zu werfen, den Squad mit einem Schild zu schützen oder Gegner auszuschalten oder zu vernichten. Experten können nur leichte Panzerung tragen und sind auf Pistolen. Ah, wegen der Panzerung, I get it. Auf Pistolen spezialisiert. Infiltrator. Infiltratoren kombinieren Kampf- und Technikfertigkeiten und sind darauf spezialisiert, Gegner im Fernkampf zu töten oder auszuschalten. Infiltratoren werden im Umgang mit Universalwerkzeugen ausgebildet und konzentrieren sich auf mehr Dechiffrierungs- und Offensivfähigkeiten und weniger auf Heilung. Sie können sich auf Pistolen oder Präzisionsgewehre spezialisieren und mittelschwere Panzerung tragen. Wächter. Wächter kombinieren Biotik und Technikfähigkeiten. Üblicherweise verwenden sie biotische Fähigkeiten und erweiterbare Heiltalente, um Verbündete zu verteidigen. Obwohl sie auch Gegner mit biotischen oder technischen Angriffen stören können, sie sind effizienter im Einsatz von Technik und Biotik als alle anderen Klassen, was allerdings zulasten ihrer Kampffertigkeiten geht.
Wächter können nur leichte Panzerung tragen und kein spezialisiertes Waffentraining erhalten. Und die guten alten Frontkämpfer. Okay, jetzt kann ich mich mehr konzentrieren. Alles klar. Wie lief's? Hast du es rausgeschafft oder bist du gestorben? Oder musstest du ein paar Sachen zurücklassen? Frontkämpfer sind biotische Krieger. Sie kombinieren ihre biotischen Fähigkeiten mit ihrem Waffentraining, um Gegner auszuschalten und sind besonders tödlich auf kurze Distanzen. Sie sind auf Pistolen und Schrotflinten spezialisiert und können mittelschwere Panzerung tragen. Lief gut, hab's geschafft, nice. Ich bin tatsächlich eher gerade dazu tendiert, auf Soldat zu gehen. Einfach weil ich als Soldat mich mich mit allen Waffen weiterbilden kann, you know what I mean? Ich kann da alle Waffen aufwerten. Soldat oder Frontkämpfer, weil Psionik ist halt auch nice, aber ich möchte halt auch Proficiency mit dem Sniper haben, you know? Und dem Maschinengewehr. Und halt nicht nur... Yumi, sag du mal. Frontkämpfer oder Soldat? What should it be? Ich kenne mich mit der Klasse nicht gut, mit Klassen nicht gut aus. Ich finde Frontkämpfer interessanter, weil ich Biotik noch nie benutzt habe, aber Soldat ist für einen ersten Spieldurchlauf vielleicht ganz gut, damit du mehr Waffen probieren kannst. Ja. Mal gucken, was Dominik zu der Sache sagt. Okay, der ist doch am Pennen oder so. Beziehungsweise gerade nicht da. Mal gucken. Ob er sich noch dazu gesellt. Weißt du was, Eppet? Wir machen Frontkämpfer. Confirm facial identification. Übrigens, ich habe herausgefunden, wie man zur Seite und zu gucken kann. Erscheinung, bestätigen, Erscheinung, ändern. So. Und da kommt jetzt unser gutes TXT-File hier. Wir haben nämlich, sagen wir mal, ein bisschen rumexperimentiert. Und ein bisschen schon einen neuen Charakter erstellt. Sieht gut aus von hier. Sieht gut aus von hier. Das lookt gut. Und wir werden ihr nachher noch eine andere Frisur geben. Oh, keine Sorge. Ich glaube, wir hatten sogar noch mehr davon. Was ist das hiermit? Was ist hiermit? Naja, das war... Und das hier... Ja, wir hatten den hier. Definitiv. So, dann sparen wir uns den ganzen Prozess. Weil vielleicht nehme ich andere Augenbrauen. Wobei, die sehen schon echt. Die sehen schon eigentlich ein bisschen. Ein bisschen. So, die Farbe allerdings noch.
Wie, kein Blau? Dann machen wir schwarz. Okay, perfekt. Profile reconstruction complete. Ja, sieht gut aus. Identification confirmed. So. Dann hätten wir Kampfschwierigkeit, Veteran, haben wir schon eingestellt. Automatischer Stufenaufstieg, nein. Stufenskalierung. Classic-Modus. Im Classic-Modus wird anstelle des neuen 1 bis 30 Stufen bereits der ursprüngliche Bereich von 1 bis 60 Stufen verwendet. EP und Talentpunkte Fortschritt bleiben gleich, aber die Zahl der Stufen wird verdoppelt. Nee, wir nehmen Legendär-Modus. Kriegen wir häufiger Stufen. Squad-Fähigkeiten-Nutzung, alle. Bestimmt die im Kampf eingesetzten Fähigkeiten und Talente von Truppenmitgliedern. Können wir alles machen. Ja, dann könnten wir eigentlich auch Soldat spielen. Wenn wir eine Psionikerin in unserem Trupp haben, können wir doch eigentlich ihre Fähigkeiten dann benutzen. Whatever. Oh, Dominik schreibt gerade. Und Titel ein. Autospeichern. Ein. Tutorials aktiv. Ein. Ich hätte gesagt Soldat, weil Biotik in 1 irgendwie meh ist. Wir haben es also zwischen Soldat und... Can we go back? We can't go back. Shit. Well... That's that. So, Community-Patch-Einstellungen können wir einmal kurz öffnen. Noveria, hackbarer M39 Grizzly. Jo. Das stellt den irgendwie wieder her. Irgendwas war da ging. Stellt den hackbaren M29 Grizzly in der Port Hansen. Ja, die Situation ist jetzt aktiviert. Aktivieren. Salarianischer Offizier einer C-Sicherheit in der Citadel-Kontrollversion der Flucht-Zwischensequenz trägt eine Offiziersuniform der C-Sicherheit. Diese ist derzeit aktiviert, ja. Diversification Project. Ich erinnere mich, für Raumfahrer von der Erde. Macht die Kolonisten Hintergrund Quests. Ich erinnere mich, ja. Ich darf mit modifizierten Dialog verfügbar. Diese Option ist jetzt aktiviert, ja. Entfernt 2 Umgebungsdialoge, in denen die Menschenakolyten der Konsorten die ersten war. Der in männlichen Akolyten Sinn zu ergeben. Ersetzt die männlichen Menschenakolyten der Konsorten mit männlichen Turianern, wobei die 2 Umgebungsdialoge vorhanden bleiben. Alternative Option. Turianerinnen werden als Tänzer im Nest anwesend sein. Standard. Turianische Tänzerin ersetzt. Die Allianzschiffe werden mit der Mass Effect 3 Design übereinstimmen. Standardoption. Will be fine. Let's start. Well, what about Shepard? She's a spacer, lived aboard starships most of her life.
Military service runs in the family. Both her parents were in the Navy. She saw her whole unit die on a cruise. She could have some serious emotional scars. Every soldier has scars. Shepard's a survivor. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. 2114 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten Raumfahrtzivilisation, deren darauffolgenden Jahrzehnten konnte mit Hilfe eines Artefakts neue Technologie entwickelt werden. Die Reise selbst in den entfernten Sternen womöglich basierte diese unglaubliche Technologie eine Kraft, die in der Lage war, Raum-Zeitgefühl zu kontrollieren. Sie nannten sie die größte Entdeckung in der Geschichte der Menschheit. Die Zivilisation der Galaxie nannten es Mass Effect. Auch echt schnell. Muss man da lesen, not gonna lie. Ah. Also, Mass Effect ist Arcturus Prime relays in range. dieser Initiating Warp. transmission sequence. Commander? We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot, acquiring approach vector. All stations secure for transit. Board is green. Approach run has begun. Hitting the relay in 3, 2, 1. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emission sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. By the way, der blaue Planet, an dem wir gerade vorbeigeflogen sind, scheint Uranus gewesen zu sein. Und wir sind gerade erst hinter Uranus. Ich nehme mal an, ein bisschen weiter hinter Uranus, ungefähr. Haben wir diesen Mass Effect Sprung gemacht. Das heißt, gewöhnliche Raketentechnologie hat uns bis dahin hierher gebracht. Scheinbar. That's a problem. You know why? Lass mich mal gucken. Lass mich noch mal kurz gucken. Ja. Oder es war Neptun. Es war Neptun. Neptun. Es scheint Neptun gewesen zu sein, nicht Uranus. Besser noch. Also, der Mars ist 300 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und es dauert 2 Jahre, um zum Mars zu fliegen. Neptun ist 4,6 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Also. $300 Millionen. Ich meine, ja, 300 Millionen equalen 2 Jahre.
Das heißt, 150 Millionen Kilometer ist ein Jahr. Ein Jahr fliegen. Wie viel war das? 4,6 Milliarden. $4.600.000.000. Geteilt durch 150 Millionen. Ja. Wir müssten mit der Normandy in normaler Geschwindigkeit 30 Jahre fliegen, bis wir überhaupt den Mass Effect Sprung machen können. Aber ich glaube, da hat keiner von BioWare dran gedacht, dass das problematisch sein könnte. You know what I mean? Der Flug gerade von der Erde bis zum Portal, rein technisch, würde 30 Jahre dauern. Sagen wir 15 Jahre. Sagen wir verdoppeln unsere derzeitige Maximalgeschwindigkeit im Weltall innerhalb der nächsten, keine Ahnung, 100 Jahre. Sagen wir verdoppeln die. Oder verdreifachen die. Wir verdreifachen die. Dann sind es immer noch 7 Jahre, die man unterwegs ist. Deshalb ist der Sprung so wie... Ja, genau. Damn, Alter. So, aber was waren wir? Ganz meiner Meinung. Sie übertreiben. You always expect the worst. Well, bad feelings are an occupational hazard. Ich hätte mir eine andere We Stimme don't go aussuchen anywhere können. unless there's a Wobei good die reason, geht so eigentlich. What are we doing here? Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? Sie scheinen ihn verärgert zu haben. Great. You pissed the captain off and now I'm gonna pay for it. Don't blame me. The Captain's always in a bad mood. Only when he's talking to you, Joker. Yes, and there we are. First things first. Wir werden einen Speicherstand erstellen. Dann. Now. Brauchen wir nochmal unsere 2 Freunde hier. Wir öffnen unseren Speicherstand. Mass Effect. Saves. Mass Effect 1. Erstellt 20. Ja. Die können wir eigentlich alle. Die können wir alle deleten, not gonna lie. Aber ist okay. Den wollen wir editieren. Headmorph. Wählen wir RAW. Dann haben wir Texture Parameters. Für RAW geben wir den Mesh ein. War doch Lucky Star, nicht wahr? Und hier kommt dann Herr Diff. Und Herr Mask. Und dann Save. Speichern. Ja, speichern. Ja. Gut. Laden. Wir laden jetzt unseren schönen Speicherpunkt, den wir gemacht haben. Und... Wir waren beim Friseur. War doch Lucky Star, oder? Wo du meintest, der sieht gut aus. Ja, der sieht gut aus. Oh mein Gott, nein. Böse, Shepard. Böse. Aus. Ui. Ja. Ja. Okay, dann reden wir nochmal mit denen. The Captain's waiting for you in the comm room, Commander. Was war G nochmal? Nicht H. War Steuerung? Nein. Alt? Nein. Q? Nein. E? Nein. Oh, was war G nochmal?
G war's nicht. V? X? Alt. Steuerung. Okay, wir müssen mal ganz kurz. Tastenzuordnung. T. Ja, das sieht echt nach einem schicken Spaceship aus. To be honest, diese Panels könnten straight aus Star Wars kommen. You probably don't want to keep the captain waiting, Commander. Well then, let's go. I'm telling you, I just saw him. He marched by like he was on a mission. These inspectors are always on a mission. And we're getting dragged, right along with him. Relax, Presley. You're gonna give yourself an ulcer. Wie viele Leute steuern die Normandy? What the fuck? Sind wir überhaupt auf der Normandy? Ja, ich glaube schon. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? Natürlich, er will mich sehen. I'm on my way to give him a status update right now. With all due respect, ma'am, maybe he'll finally tell you what we're really doing out here. Wovon sprechen Sie? You think the Alliance brass is holding out on us? If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. What do you know about the stealth systems? I just know it masks our location from scans and sensors. Cutting-edge technology. The Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully staffed? A skeleton crew would be cheaper, less chance of security leaks too. Plus there's Nihilus. It's pretty obvious this shakedown run is just a cover. For what? Damned if I know, Commander. We're out here on false pretenses. I'm not a fan of being left in the dark. Neither am I. Do you have a problem with the captain? No, ma'am. But I can't figure out what he's doing here. Captain Anderson is one of the most decorated Special Forces officers in the service. If he melted down all his medals, he could make a life-size statue of himself. You don't send a soldier like that on a do-nothing mission. He's treating this shakedown run too seriously. Something big is going on. You don't trust Nihilus? I don't like Turians in general. It runs in my family. My grandfather fought in the First Contact War. Lost a lot of friends when the Turians hit us. That was 30 years ago. You can't blame Nihilus for that. No, I guess not. But it still makes me nervous to have a Spectre on board. Especially a Turian. We're an Alliance vessel, human military, but Nihilus doesn't answer to the captain like the rest of us. Spectres operate outside the normal chain of command. And they don't come along just to observe shakedown runs. Nihilus looks like he's expecting some heavy action. I don't like it. Ich werde mir die Sache mal ansehen. I'll see if I can get some answers when I see him. Good luck, Commander. I grew up on Eden Prime, Doc. It's not the kind of place Spectres visit. There's something Nihilus isn't telling us about this mission. That's crazy. The captain's in charge here. He wouldn't take orders from a Spectre. Not his choice, Doc. Spectres don't answer to anyone. They can do whatever they want. Kill anyone who gets in their way. Oh, you watch too many spy vids, Jenkins. What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. Spannend, der Doc hat recht. Only a fool goes looking for a fight, Corporal. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board.
What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I heard Nihilus once took down an entire enemy platoon all by himself. Man, I can't believe I'm on a mission with an actual Spectre. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. You're from Eden Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even Paradise gets boring after a while. Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. Do your job, follow my orders, and there won't be any problems. Easy for you to say. You proved yourself on a cruise. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. You're young, Corporal. You have a long career ahead of you. Don't do something stupid to mess it up. Don't worry, ma'am. I'm not gonna screw this up. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Und wir haben Codex-Einträge. Wo ist der Codex über? Ist er hier? Ja, ist er. Außerirdische, die 3 politisch wichtigsten Völker in der Galaxis. Aha. Außerirdische, primär, sekundär. Außerirdische Ratsvölker. Roughly 1,200 years ago, the Turians were invited to join the Citadel Council to fulfill the role of galactic peacekeepers. The Turians have the largest fleet in Citadel space, and they make up the single largest portion of the Council's military forces. As their territory and influence has spread, the Turians have come to rely on the Solarians for military intelligence and the Ahri for diplomacy. Despite a somewhat colonial attitude towards the rest of the galaxy, the ruling hierarchy understands they would lose more than they would gain if the other 2 races were ever removed. Turians come from an autocratic society that values discipline and possesses a strong sense of personal and collective honor. There is lingering animosity between Turians and humans over the First Contact War of 2157, which is known as the Relay 314 incident to the Turians. Officially, however, the 2 species are allies, and they enjoy civil, if cool, diplomatic relations. Das ist ja geil, dass das vorgelesen. Ich meine, ich habe nichts gegen selber vorlesen. Wir werden bald übrigens auch mit Final Fantasy XIV weitermachen. Ich weiß nur noch nicht wann. Aber nice, es wird vorgelesen, das ist mega cool. Citadel und galaktische Regierung. Diese riesige Raumstation dient den galaktischen Kulturen als politische und ökonomische Hauptstadt. Spectres are agents from the Office of Special Tactics and Reconnaissance, and answer only to the Citadel Council. They are elite military operatives, granted the authority to deal with threats to peace and stability in whatever way they deem necessary. They operate independently or in groups of 2 or 3. Some are empathetic peacekeepers, resolving disputes through diplomacy. Others are cold-blooded assassins, ruthlessly dispatching problem individuals. All get the job done one way or another, often operating outside the bounds of galactic law. The Spectres were founded after the Solarians joined the Council.
For many years, they operated in secrecy as backroom problem solvers. Only after the Krogan rebellions did their activities become publicized. Assignment of a Spectre is less contentious than a military deployment, but makes it clear that the Council is concerned about a situation. Die Primäreinträge werden vorgelesen und die Sekundärmussten. Ah, that's good, that's nice. Menschen und die Allianz. Die Allianz ist die Regierung von der Militär und das Militär der menschlichen Bevölkerung jenseits des Sonnensystems. The Systems Alliance is an independent supranational government representing the interests of humanity as a whole. The Alliance is responsible for the governance and defense of all extrasolar colonies and stations. The Alliance grew out of the various national space programs as a matter of practicality. Sol's planets had been explored and exploited through piecemeal national efforts. The expense of colonizing entire new solar systems could not be met by any one country. With humans knowing that alien contact was inevitable, there was enough political will to jointly fund an international effort. Still, the Alliance was often disregarded by those on Earth until the First Contact War. While the national governments dithered and bickered over who should lead the effort to liberate Shanxi, the Alliance fleet struck decisively. Post-war public approval gave the Alliance the credibility to establish its own parliament and become the galactic face of humanity. Und Erstkontaktkrieg. Humanity's first contact with an alien race occurred in 2157. At that time, the Alliance allowed survey fleets to activate any dormant mass relays discovered, a practice considered dangerous and irresponsible by Council-aligned races. When a Turian patrol discovered a human fleet attempting to activate a relay, they attacked. One human vessel survived, retreating to the colony of Shanxi. The Turians followed, quickly defeating the local forces. Shanxi was occupied, the first and to date only human world to be conquered by an alien species. The Turians believed the handful of ships they defeated represented the bulk of human defenses, so they were unprepared when the Second Fleet, under Admiral Castany Drescher, launched a strong counteroffensive, evicting them from Shanxi. The Turians mobilized for full-scale war, drawing the attention of the rest of the galaxy. The Council quickly intervened, forcing a truce. Fortunately for humanity, the First Contact War was ended with a diplomatic solution. Ach was, die hätten wir platt gemacht. Wenn ich hier runterfahre, mach ich platt. Die hätten wir platt gemacht. Locker, easy. Sekundär. Übersicht über persönliche Geschichte. Hintergrundprofile für Commander Shepard. Profil. Wait, das kenne ich doch. Ihre beiden Eltern waren beim Allianzmilitär. Ihre Kindheit verbrachten sie auf Schiffen und Stationen, während sie von Posten zu Posten versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichteten sich fürs Militär. In ihrer ersten Mission war eine Expedition nach Acute, einer üppigen Welt am Rande der Allianz, zu denen plötzlich der Kontakt abgebrochen war. Als ihre Patrouille auf der Oberfläche angekommen war, fanden sie die Siedlung intakt vor. Allerdings gab es keine Überlebenden. Bei Nachtanbruch schlugen die Dreschlunde zu. Hirnlose Abscheulichkeiten aus Zähnen und Tentakeln, die aus den Tiefen der Erde hervorbrachen. Das beständige Lärmen der Waffen konnte nicht die Schreie der Soldaten ersticken, die hinabgezogen wurden und die einen grausamen Tod erwartete. 50 Marines starben auf Acute. Nur sie haben es lebendig zurück zur Ladezone geschafft. Ein Monument auf dem Planeten gedenkt dem Massaker. Eine bedrückende Erinnerung an den hohen Preis, den die Menschheit manchmal zahlen muss, während sie sich auf immer mehr Sterne ausbreitet. Das klingt nach Helldivers. 50 Leute starben in dieser Bug-infested Kram. Nur du hast es rausgeschafft. Ja. Boah, ich habe irgendwie schon auch Bock auf Helldiver. Aber ich habe jetzt Geld ausgegeben. Ich kaufe mir Helldivers irgendwann.
Demnächst. Ich habe jetzt für Nier und so Geld ausgegeben. Das reicht. Das ist genug. Genug. Außerdem läuft es ja nicht weg. Und die Server werden so schnell nicht abgeschaltet werden. Das glaube ich. So, was haben wir noch? Menschen und die Allianz. Die Allianz ist die Regierung und das Militär der menschlichen Bevölkerung jenseits des Sonnensystems. 2069. Nice. Der Armstrong-Außenposten im Shackleton-Krater wird die erste menschliche Siedlung auf dem Mond. Die offizielle Gründung wurde am 24. Juli deklariert, dem 100. Jahrestag der ersten Mondlandung. 2103. Lowell City in Eos Chasma wird die erste menschliche Siedlung auf dem Mars. 2137. Die Erdfell-Ashland-Energiewerke demonstrieren eine Helium-3-Kraftstoffextraktion aus der Atmosphäre des Saturn. 2142. Am Rande der Umlaufbahn des Plutos, der kein Planet mehr ist, wird mit dem Bau der Gagarin Station Jump Zero begonnen. 2148. Minenarbeiter entdeckten proteanische Ruinen im Prometheia-Terra-Hochland auf dem Mars. 2149. Die Übersetzung der proteanischen Daten führt die Menschen zum Charon-Massenportal. Die Allianz wird zur Erforschung und Kolonialisierung von Welten außerhalb des eigenen Sonnensystems gegründet. 2151. Bei einem Raumschiffunglück werden Anwohner des Singapore International Space Sports mit Element Zero kontaminierten Winden ausgesetzt. Die Allianz beginnt mit dem Bau der Arcturus Station. 2152. Fast 30% aller Kinder Singapurs, die Element Zero ausgesetzt waren, erkranken an Krebs. Die Allianz beginnt mit dem Errichten der ersten irdischen Siedlung außerhalb des eigenen Sonnensystems auf dem Planeten Demeter. 2154. Commander Shepard wird geboren. Wait, welches Jahr? 83. Wir sind 54 geboren. 60. Das sind 6. 80. Das heißt, das sind schon mal 26. Das sind 9 und Shepard ist fast 30. Wir sehen nicht wirklich aus wie 30, not gonna lie. Aber Commander Shepard ist 29 Jahre alt. Hätte ich das Spiel mal nächstes Jahr gespielt, da bin ich auch 29. Aber egal. Was soll das denn heißen? Nichts, nee. Nichts. Ich meine damit, unser Commander Shepard sieht sehr viel jünger aus als 30. Genau wie du wahrscheinlich. Genau wie ich. Ich bin noch nicht 30. Ich müsste mich mal wieder rasieren, Alter. Der Bart muss weg. Dann sehe ich auch wieder aus wie, keine Ahnung, 20. Okay. Lass ich mal gelten. 2155. Die Allianz bezieht in den fertigen Modulen des der Arcturus Station ihr Hauptquartier. 2156. Einige Kinder in Singapur entwickeln geringe telekinetische Fähigkeiten. 57. Die Turianer treffen auf menschliche Erkundungseinheiten. Krieg des ersten Kontaktes, Besetzung und Befreiung der menschlichen Kolonie Shang-Chi. 2158. Die Menschen lernen das Potenzial biotischer Fähigkeiten kennen. Es werden internationale Anstrengungen unternommen, um Vorkommen von Element Zero zu finden. Etwa 10% der betroffenen Kinder zeigen leichte biotische Aktivitäten. 2160. Das Allianzparlament gründet sich.
2165. Den Menschen wird eine Botschaft auf der Citadel gewährt. 2170. Batarianische Sklavenjäger greifen die Allianzkolonie Mindor an. Mindor. 2176. Skylianischer Angriff. Piraten und Sklavenjäger greifen Elysium, die menschliche Hauptstadt im skylianischen Randsektor, an. 2177. Dreschschlunde vernichten die Allianzkolonie auf Akut. 2178. Aus Rache für den skylianischen Angriff löscht die Allianzflotte eine Armee Sklavenjäger auf dem Mond Torfan aus. Wieso nur eine Armee? Ich würde sie alle auslöschen. Das sind Sklavenhändler. Die haben kein Recht auf Leben. 2183 heute. Schiffe und Fahrzeuge. Raumfahrt und mobile Bodentechnologien. Oh boy. Dazu erstmal einen Schluck. Pokémon haben wir auch noch. Ja, Alter, wir haben noch so viel. Und ich habe mit Mass Effect angefangen. Ich Idiot. Egal. Ich meine, ganz ehrlich, länger hätte ich Mass Effect und Dragon Age nicht auch wirklich hinauszögern können. Irgendwann wird's mal Zeit. Die Lichtverzögerung verhindert die Wahrnehmung von Ereignissen über große Entfernungen. Ein Raumschiff, das seine Triebwerke am Jahren-Portal zündet, kann leicht von der 5,75 Lichtstunden 6 Milliarden Kilometer entfernten Erde entdeckt werden. Allerdings kann man dieses Ereignis erst 5 Stunden und 45 Minuten später auf der Erde wahrnehmen. Aufgrund der Verzögerung des Lichts entdeckten Verteidiger die Angreifer erst, wenn sie bereits da sind. Da es zwar Überlichtgeschwindigkeitsantriebe und Kommunikationsmittel, aber keine Überlichtgeschwindigkeitssensoren gibt, ist der Einsatz von Fregatten zur Überwachung und Vorpostenzwecken enorm wichtig. Überwachungs- und Vorpostenzwecken, ja. Zur Überwachung großer Distanzen werden passive Sensoren und zur Überwachung kurzer Distanzen aktive Sensoren, die hochqualitative Daten liefern, eingesetzt. Zu den passiven Sensoren zählen visuelle, thermografische und Funkwellendetektoren, die auf Objekte im All reagieren. Ein Schiff im vollen Betrieb gibt große Mengen Energie ab. Die Hitze der Lebenserhaltungssysteme, die Strahlen der Antriebe und Elektriksysteme, die Abgase der Treibwerke, Raumschiffe sind gegen den fast schwarzen Hintergrund des Weltalls leicht auszumachen. Passive Sensoren können auch während Überlichtgeschwindigkeitsflügen eingesetzt werden, aber die Signale sind aufgrund der Massen- und Doppler-Effekte verzerrt. Aktive Sensoren wie Radar und LADAR, Laser Detective and Ranging, senden einen Energieping aus und nehmen die zurückprallenden Signale wahr. Radare haben einen begrenzteren Suchbereich als Radare, bieten aber eine so hohe Auflösung, dass die erfassten Objekte als Modelle dargestellt werden können. Bei Raumschiffen, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen, sind aktive Sensoren nicht funktionell. Bin später da. Wie lange streamst du? Wahrscheinlich nur noch eine Stunde. 21:30 Uhr, 22:30. Ich mache eventuell 2 Episoden. Dann streame ich noch 2,5 Stunden. Aber zwischen einer Stunde und noch 3 Stunden. Ne, 3 Stunden. Zwischen 1 und 3 Stunden. Ich muss gucken. Aber hi Muffli, schön, dass du da bist. Muss ich schauen. So, dann wollen wir mal mit dem Dude reden. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. What about? I'm interested in this world we're going to.
Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. Mehr als das, weißt du nicht, und? They say it's a paradise. Yes, a paradise. Serene, tranquil, safe. Eden Prime has become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? If you've got something to say, just say it. Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. War ja klar. I already figured that out. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. Ja, war sogar. By the way, ich habe seine Uniform auch gemoddet, wie man sehen kann. Wie geht's dir, Mufti? Schön, dass. Und was meinst du mit bin später da? Machst du gerade noch ein LOL-Game oder so? Aber ja, wahrscheinlich 3 Stunden. Ich habe gerade irgendwie Bock auf 2 Episoden, auch wenn ich morgen Ich mach's morgen um 7:30 Uhr aufstehen. I don't want to, but I have to. Egal. There must be a reason you didn't tell me about this, sir? This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. Prothean? I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Ich bin froh, dass Sie helfen. Sie klingen besorgt. Are we expecting trouble? I'm always expecting trouble. There's more, Shepard. Nihilus isn't just here for the beacon. He's also here to evaluate you. Ich hätte es wissen sollen. Guess that explains why I bump into him every time I turn around. The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. Not many could have survived what you went through on Akuz. You showed a remarkable will to live, a particularly useful talent. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Oh, by the way, die Texturen, also die Texture-Mods machen ordentlich viel Arbeit. Das sieht man im Stream eventuell nicht, aber auf dem 2K-Display, auf dem Bildschirm hier, damn. Auch wenn man anhand der Polygonränder von einigen Models schon sieht, dass das relativ alt ist. Sieht echt gut, ja. Wie gesagt, Modding, wenn man es richtig macht und es funktioniert, ist nice. Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. I assume this is good for the Alliance. Earth needs this, Shepard. We're counting on you. Also habe ich nicht wirklich eine eine Wahl. For myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. Wir können noch mal ein bisschen mehr fragen. What do you know about the Protheans? Just what they taught us in school. They were a technologically advanced species that ruled the galaxy 50,000 years ago. Then they vanished. Nobody really knows how or why, though I've heard plenty of theories. But everyone agrees galactic civilization wouldn't exist without them. Their citadel is the very heart of galactic society.
And without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt. I'd like to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean technology, even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliance ship. Plus, Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Dann drückt mal gleich die Daumen, dass es nicht abstürzt, dass es nicht crasht. Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need... Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Jetzt bin ich gespannt. Let's go. Erstens, nicht crashen. Nicht crashen. Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Wie unser Einzug einfach. You're coming with us? I move faster on my own. Wie unser Anzug einfach so viel besser aussieht als deren. Niles will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. We've got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good luck. We are approaching drop point 2. Hello, John. Kein Crash. Ship perimeter secured, Commander. No sign of Nihilus. Damn, he's fast. Smells like smoke and death. Oh God, what happened here? Yeah, we look just so much better, but erstmal saven. Und wir haben Codex. Neue Codex-Einträge. Außerirdische
Ausgelöschte Völker, Raumfahrten, Völker, die vor tausenden von Jahren ausgelöscht wurden. Interest. 50,000 years ago, the Protheans were the only spacefaring species in the galaxy. Ja, schon mal They gut. vanished in a swift galactic extinction. Only the legacy of their empire remains. They are believed to have built the mass relays and the Citadel, which have allowed numerous species to explore and expand throughout the galaxy. Prothean ruins are found on worlds across the galaxy. While surprisingly intact for their age, functioning examples of Prothean paleotechnology are rare. Time and generations of looters have picked their dead cities and derelict stations clean. Some believe the Protheans meddled in the evolution of younger races. The Hanar homeworld of Kajay, for example, shows clear evidence of former Prothean occupation. The presence of a former Prothean observation post on Mars has caused a rebirth of interventionary evolutionists among humans. These individuals believe the god myths of ancient civilizations are misremembered encounters with aliens. Planeten und Orte. The terminus systems are located on the far side of the Attican Traverse, beyond the space administered by the Citadel Council or claimed by the Human Systems Alliance. It is populated by a loose affiliation of minor species, united only in their refusal to acknowledge the political authority of the Council or adhere to the Citadel Conventions. Their independence comes at a price. The terminus is fraught with conflict. War among the various species is common, as governments and dictators constantly rise and fall. The region is a haven for illegal activities, particularly piracy and the slave trade. At least once a year, a fleet from the terminus invades the nearby Attican Traverse. These attacks are typically small raids against poorly defended colonies. The Council rarely retaliates, as sending patrols into the terminus systems could unify the disparate species against their common foe, triggering a long and costly war. Haben wir auch Sekundäre? Ne, nichts Neues. Die würden blinken, wenn da was Neues wäre, glaube ich. Ja. Wir haben aber Squad und Tagebuch. Log. Den Sender finden. Ich habe das Kommando über ein Landungsteam auf Eden Prime, eine Allianzkolonie. Brauchen wir das Tagebuch? Die angegriffen wurde. Ihr wichtiges Ziel ist, die proteanischen Sender zu finden. Nein, wir brauchen das Tagebuch nicht. Wir brauchen das Tagebuch nicht. Nein, nicht die Konsole öffnen. Map. Okay, wir sind hier. Und es sieht so gut aus. Habe ich übrigens schon mal erzählt, dass ich ein Sucker für God Race bin? What the hell are those? Gas bags. Don't worry, they're harmless. Freaky looking things, aren't they? Einem Objekten können mit Hilfe eines Massenanfalls geworfen werden. What the heck happened? Aha. Oh yeah. Oh. Don't do that. Shooting. Und die Dinger sind jetzt auf einem Cooldown. I see, I see. That's interesting. Ziehen sie in Richtung Monsters, um zu schießen. Aber dass wir nicht crashen, ist echt schon mal gut. Und... Aha. Kein Raytracing, aber wir spiegeln uns trotzdem. Gut, old. Wie hieß die Technik nochmal? Planar Reflections. You love to see it.
Heizkörper, Rückstoßdämpfer, alles nehmen. Medige Codex. So viel Codex. Halten Sie die linke Umschalttaste, um die Waffen Ihres Trupps zu wechseln. Ja, die sehen nicht so gut aus. This place got hit hard, Commander. Hostiles everywhere. Keep your guard up. Ja, du nimmst das. Ihr nehmt beide das Sturmgewehr erstmal. Ach so, ich nehme das auch. Let's have some good old rifle fun. Aber wir wissen ja, wo das letzte Mal auch noch gecrashed ist. Let's see. Let's see, let's see, let's see. Jenkins, take point. Take out those hostiles. Already did. They're all dead. Ich finde es toll, dass es keine Muni-Beschränkung gibt. Was sagt die Map? Mann. Leertaste was sprinten. Da hinten waren wir schon, ne? Ja, da waren wir schon. Nevermind. Ja. Ich habe 5 Granaten. That's kinda nice, not gonna lie. Ripped right through his shields. They're out of chance. Er verdient ein Begräbnis. Wir können ihm nicht helfen. Vergessen Sie ihn. We'll see that he receives a proper service once the mission is complete. But I need you to stay focused. Aye, aye, ma'am. Vorbildlich. +2. Tagebuch. Medical wird viel heilen und falls ein Truppenmitglied benötigt, um Medical zu finden. Hey, drücken Sie vor, um den Truppen des Mitglieds zu heilen. Wer ist... Oh, der Kollege hier ist... Oh, das heilt automatisch. Pause Healing. Okay, gut zu wissen. Speichern nochmal. I don't know, I'm unsure. Ich will einfach lieber saven. I've got some burned out buildings here, Shepard. A lot of bodies. I'm gonna check it out. I'll try to catch up with you at the dig site. Gruppenbildschirm. Okay, steigen wir auf, können wir Kram verbessern. Squad.
Im Gruppenbildschirm können Sie einen Blick auf die Talente Ihres Teams werfen. Bewegen Sie den Mauszeiger zur Betrachtung über ein Talent oder dessen Rang. Klicken Sie auf ein Talent, um einen Rang mit einem Talentpunkt zu erhöhen. Steigen Sie auf, erhalten Sie Talentpunkte und schalten höhere Ränge frei. Pistole, Angriffstraining. Sturmangriffstraining erhöht Nahkampfschaden mit Waffenschaden. Wow. Jetzt ist ein starkes Masseneffektfeld, das auf subatomare Ebene für Wüstung anrichtet, schwächt Rüstung vom Verhalten und fügt ihn im Bereich des Effekts bis zum Zeitschaden zu. Cool, wir wollen aber erstmal einen auf Pistole gehen und einen auf Training. Ich finde nur Objekte und schleudern. Handkämpfer, schmeicheln. Geschichte. Und ein bisschen schmeicheln. Erste Hilfe. Granit, Gesundheit aller Verbundenen durch Verabschiedung von Medigel, ja. Richter. Barriere. Verleiht dem Schild eine biotische Barriere erzeugt zusätzlich zum Schild Schaden absorbiert. Oder keine Angriffe blocken. Ja, that's pretty much it. Das, und wo wir schon mal dabei sind, können wir eigentlich gleich noch den Kodex machen. Waffenrüstung und Ausrüstung. Kinetic barriers, more commonly called shields, provide protection against most mass accelerator weapons. Whether on a starship or a soldier's suit of armor, the basic principle remains the same. Kinetic barriers are repulsive mass effect fields, projected from tiny emitters. These shields safely deflect small objects traveling at rapid velocities. This affords protection from bullets and other dangerous projectiles, but still allows the user to sit down without knocking away their chair. The shielding afforded by kinetic barriers does not protect against extremes of temperature, toxins, or radiation. It's interesting. Waffenrüstung und Ausrüstung. Technische Fortschritte haben die Überlebensfähigkeit und die Gefährlichkeit des einzelnen Soldaten beträchtlich gesteigert. Upgrades. Die Entwicklung von Universalwerkzeugen mit Fertigungsfähigkeiten ermöglicht der modernen Armee eine signifikant höhere Flexibilität bei der Ausrüstung. Zusätzlich zur Standardausrüstung ist eine große Zahl individueller Modifikationsset-Upgrades verfügbar. Waffenrüstungen, Universalwerkzeuge, biotische Fähigkeiten und sogar Granaten. Ein Upgrade besteht möglicherweise aus weniger als einem Dutzend Einzelteilen und einer optischen Speicherdisk. Über die in ein Universalwerkzeug eingelegtes OSD lassen sich alle technischen Daten zur Herstellung von Werkzeugen und zusätzlichen Informationen zur Montage der Upgrades herunterladen. Der Zusammenbau erfolgt normalerweise im Modulverfahren und dauert weniger als 1 Minute. Die Universalwerkzeuge können auch Materialien verarbeiten, die auf dem Schlachtfeld abfallen. Dazu zählen zum Beispiel Plastik, Keramik und Leichtmetalle. Diese werden in ein Universalgel für spätere, schnellere Anwendungen verwandelt. So kann ein Soldat mit einem Mod-Set seine Ausrüstung vor Ort und entsprechend der taktischen Situation anpassen. That's interesting. Ausrüstung. Im Ausrüstungsmenü können Sie die Ausrüstung Ihres Trupps auswählen oder verbessern. Wählen Sie ein Objekt aus und klicken Sie auf Ausrüstung, um es zuzuweisen. Ausrüsten. Klicken Sie auf den Upgrade-Slot eines ausgerüsteten Objekts, um es zu verbessern. Klicken Sie auf Universalgel, um das gewählte Objekt in Universalgel umzuwandeln. I don't have shit yet.
Wait. Kühlkörper. Absorbiert den leicht Hitze und der normalerweise beim Abfeuern. That's kinda nice. Wobei ich dazu natürlich auch sagen muss, dass das gerade alles sehr viel Information auf einmal ist. Ziemlich große Wolkenkratzer und Shit. Smells like smoke and death. Like fast schon Information Overload. Gibt's nicht auch ein Quick-Speichern? Ich glaube schon, aber wirklich sicher bin ich mir gerade nicht. Erteilen Sie Ihrem Squad mit linken Umschalttasten Befehlen oder verwenden Sie Y Ihr Ziel angreifen, Q oder E schicken Sie Ihren Truppenmitglied zu einer Position und lassen Sie den... Okay, die haben es nicht ganz geschafft, zum Medikit zu kommen. RIP. Ach, da ist der Typ. Yeah, this really looks great. Vor allem für ein Spiel, das so alt ist. Dann müsste ich hier nicht eigentlich noch mehr schon gefunden haben? Ja, das sieht toll aus. Oh, Shepard kann nicht lange sprinten, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal mehr gefunden, aber das ist egal. Gonna be fine. Also erste Mission, wir müssen auch nicht wirklich absolut 1000% von allem haben, finden, whatever. Yeah, it truly does. Oh. Ich habe schon wieder die Konsole geöffnet, ich Idiot. LOL! Ich hab die ge-one-shottet! Ich hab die mit Biotech ge-one-shottet! Holy shit! It's broken!
gewartet! Uff. Okay, reden wir mal mit der Dame. Mit der Lady. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, ma'am? Ja, aber sicher, was ist hier passiert? Alles in Ordnung. Wir sind auf einer Mission. Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns, nothing serious. The others weren't so lucky. Oh man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. This isn't your fault, Williams. You couldn't have done anything to save them. Yes, ma'am. We held our position as long as we could, until the Geth overwhelmed us. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Why are they here now? They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. We could use your help, Williams. Aye, aye, ma'am. It's time for payback. What else do you know about the Geth? Just what I remember from history class back in school. They're synthetics, non-organic life forms with limited AI programming, created by the Quarians a few centuries ago. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Well, after that, they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. You got some cake! Tell me everything you know about the beacon. They were doing some digging out here to extend the monorail and expand the colony. A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins, and the beacon. Suddenly, every scientific expert in the colony was interested. That's when they brought us in to secure the site. I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol, until the Geth hit us. We never knew they were coming. Have you seen a Turian Spectre around here? There aren't any Turians on Eden Prime. None that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a Spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. Carries enough firepower to wipe out a whole platoon. Luckily, he's on our side. Sorry. Like I said, no Turians. Move out! Let's go then. Drücken Sie Escape, um Truppenbildschirme zu öffnen und Talentpunkte auf den Truppenmitglieder zu verteilen. So, Ashley Williams. Soldat. Sturmangriffstraining, Kampfpanzerung, Sturmgewehr, Pistole, 2 Punkte. Frontkrieger sind ausgebildet, die physischen Strapazen des Kampfes zu ertragen. Verbessert Gesundheit, ermöglicht eingeschränkte Gesundheitsregeneration. Yes! Wir packen mal beide in Soldat. Let's go. Haben wir neue? Nein. Oh. Nothing new. Codex! There's new stuff. Außerirdische, nicht Ratsvölker. The Geth are a humanoid race of networked AIs. They were created by the Quarians 300 years ago as tools of labor and war. When the Geth showed signs of self-evolution, the Quarians attempted to exterminate them. The Geth won the resulting war. This example has led to legal, systematic repression of artificial intelligences in galactic society. The Geth possess a unique distributed intelligence. An individual has rudimentary animal instincts, but as their numbers and proximity increase, the apparent intelligence of each individual improves.
In groups, they can reason, analyze situations, and use tactics, as well as any organic race. Geth space is located at the trailing end of the Perseus arm, beyond the lawless Terminus systems. The Perseus Veil, an obscuring dark nebula of opaque gas and dust, lies between their space and the Terminus systems. The beacon's at the far end of this trench. We'll take it all. Will ich die Ausrüstung Ihres Teams wechseln, rufen Sie mit Escape-Tasten Ausrüstungsbildschirm auf. Apropos Ausrüstung. Hammer, radioaktiv. Hammermunition, auch Quetsch-Projektile genannt, verflechten sich beim Aufprall, wodurch die physikalische Kraft erhöht wird. Plus eine Waffenwirkung. Radioaktiv. Diese Munition ist mit winzigen Dosen radioaktivem Material zu sehen und erzeugt beim Ziel milde Symptome von Strahlungskrankheit. Das ist 15%, aber das hilft wahrscheinlich nicht bei Maschinen. Ausrüsten. Mod-Einstellungen? Oh, I see. Never mind. Da hinten waren wir, glaube ich, schon. Ah, der Ärmste. That man was still alive when they stuck him on the spike. Impaling victims instead of just shooting them. There must be some reason behind it. Classic psychological warfare. They're using terror as a weapon. Killing us isn't enough. The Geth want us to suffer. We thought this world was safe until the Geth showed up. Oh, die brennen. Setzen Sie den Wegpunkt, um hinter dem Felsen in Deckung Luft zu gehen. Ich öffne immer wieder versehentlich die Konsole. Ich glaube es nicht. So wild. Looks like the Geth beat us to it. Nice. We got a level up. Looks like the Geth beat us to it. Then I guess we better take it back. Looks like the Geth beat us to it. Yes, okay. Then I guess we better take it back. So, hier ist es das letzte Mal auch abgekackt. Und ein Absturz. Nice. Soweit, so gut. This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. Maybe. You think anyone got out of here alive? If they were lucky. Maybe hiding up in the camp.
It's just on the top of this ridge, up the ramps. Okay. Change of plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there. Smells like smoke and death. It used to be beautiful here. It can be, again. Squad. So, Level 6 Punkte, was? Biotikschutz. Schaden voll mit Schrotflinte und Pistole erhöhen. Überhaupt werfen. Pistole. Sturmangriffstraining. Wir ballern alles einfach mal ein bisschen höher, würde ich sagen. Und noch einen schmeicheln. Wächter. Erste Hilfe. Dechiffrierung. Overkill. Erlaubt lange Sturmgewehrsalven ohne Überhitzung. Nice. Codex. Waffenrüstungen und Ausrüstung. Combat hard suits use a dual-layer system to protect the wearer. The inner layer consists of fabric armor with kinetic padding. Areas that don't need to be flexible, such as the chest or shins, are reinforced with sheets of lightweight, ablative ceramic. The outer layer consists of automatically generated kinetic barriers. Objects traveling above a certain speed will trigger the barrier's reflex system and be deflected, provided there is enough energy left in the shield's power cell. Armored hard suits are sealable to protect the wearer from extremes of temperature and atmosphere. Standard equipment includes an onboard mini-frame and a communications, navigation, and sensing suite. The mini-frame is designed to accept and display data from a weapon's smart targeting system to make it easier to locate and eliminate enemies. Okay, nice. Ja dann. Uff geht's. Lensflares. Ja, das war die Zeit der Lensflares, I remember. Weiter als hier? Bin ich auch noch nie gekommen. Looks like they hit the camp hard. It's a good place for an ambush. Keep your guard up. Oh god, they're still alive. What did the Geth do to them? Ja, aber trotzdem, what the heck? That door, it's closed. Security lock's engaged. Das wäre drin. Ich glaube, wir können kurz einen Abstecher machen. Für den Zugriff auf einige verriegelte Objekte ist die Fähigkeit Dechiffrierung oder Elektronik erforderlich.
Verfügt ein Truppenmitglied über eine der genannten Fähigkeiten, können sie das Objekt über den Dechiffrierung bzw. Elektronikbildschirm oder mit Universalgel entriegeln. Rücken Sie zum zentralen Kern vor. Bewegen Sie sich mit der Maus um den Ring. Links und rechts klicken Sie, um nach innen oder außen zu gehen. Weichen Sie den Sicherheitsprogramm aus. Starte manuelle Überbrückung. Oh. Humans. Thank the Maker. Hurry! Close the door before they come back. Sehen Sie, was passiert ist. Sie sind jetzt in Sicherheit. Don't worry. We'll protect you. Thank you. I think we'll be okay now. It looks like everyone's gone. You're Dr. Warren, the one in charge of the excavation. Do you know what happened to the beacon? It was moved to the spaceport this morning. Manuel and I stayed behind to help pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. 1 second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the destroyers. Bringers of darkness. Heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Did you notice a Turian in the area? I saw him. The Prophet. Leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry. Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network. Remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil. Awakened the beast. Unleashed the darkness. Manuel, please. This isn't the time. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Ich kann ihm das Maul stoppen. Was? Nein. Nein, wir sind nicht böse. Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of eternity. Hush, Manuel. Go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Yes? Is there something you need? We better get moving. Good luck, Commander. Luck won't save you. Yeah. But we've got some stuff here. We take it all. Apropos take it all. We got new stuff, I guess. Okay. Oh.
Ja, das ist doch mal ein Boost. Aber der sieht irgendwie shit aus. Not gonna lie. Oh, nix. Ja, we stay with this one for now. Bis wir einen besseren Anzug finden. Oh. That's quite interesting. Okay, these are same. Ah, I get it now. Codex. Außerirdische, nicht menschliche Lebewesen. After the Geth secure a location, they round up and impale dead and living bodies on mechanical spikes. The spikes rapidly transform these victims into withered husks, extracting water and trace minerals, and replacing them with cybernetics. The cybernetics reanimate the lifeless flesh and tissue, transforming the bodies into mindless killing machines. Some Alliance soldiers refer to the husk-generating spikes as dragon's teeth, a reference to the mythological berserkers who sprang up from the earth wherever the teeth of the dragon Eris were planted. Dragon's teeth and husks bear little resemblance to other pieces of Geth technology. No one is sure why a synthetic race would bother to drain the minuscule amount of recoverable resources from organic corpses, though the value of reusing them as shock troops is obvious. Der Codex ist klasse, ja. Der ist richtig klasse. Richtig viel Info. Nicht mal darüber. Well then. Saren. Nihilus. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Oh no! What is that? Off in the distance. It's a ship. Look at the size of it. Oh.
Waren das alle? Wait, was war das für ein Schiff? War das nicht ein Reaper-Schiff oder so? Darren ist also böse, ha? Interesting. Ich dachte, der wäre ein guter. But he seems to be evil. Let's look at this. Nehmen wir alles. Let's take it. Haben wir eigentlich begrenzten Inventarplatz in dem Game? Weil ich hier fröhlich einfach alles aufnehme, was es gibt. So. Everybody stay calm out there. We're coming out. We're not armed. Is it safe? Are they gone? You're okay now. Nobody's gonna hurt you. Those things were crawling all around the shed. They would have found us for sure. We owe you our lives. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. It showed up right before the attack. Knew it was trouble the second I saw it, so we made a break for the sheds. Ich kann mich nicht erinnern. But we will see. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. Do you know anything about the Prothean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Only it was coming from inside your own head. It was probably trying to block communications. Whatever it was, felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. I have to go. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. Oh. Ich mag keine Lügen. So, Yumi, du darfst jetzt mal kurz mitbestimmen. Was ist hier los, neutral? Sie sollten auspacken oder ich mag keine Lügen. If there's something you're not telling me. Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring, nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. Schmuggeln ist ein Verbrechen, zum Beispiel. Deshalb sind sie hergerannt. You're breaking the law, Cole. We're not hurting anybody. Hell, most of the time I don't even know what's in the packages. Just thought there might be something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But you'll probably get more use out of it than we will. Sie verschweigen doch was. Ist das alles? We're risking our lives to save this colony. You sure there's nothing else in here that could help us out? Yeah, there's one more thing. I was gonna sell it after this was over, but you probably deserve it more than I do. Who's your contact at the spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. Könnte was wissen. Ist es wert zu sterben? What? Aber das ist ausgegraut. Ich glaube, das können wir nicht mal auswählen. He might have something to do with this whole attack, Cole. We need his name. It's important. Yeah, okay, you're right. His name's Powell. Works the docks at the spaceport, if he's still alive.
I have to go. Good luck. We'll confiscate it all. Elektronikfertigkeit zu gering. Was? Wait. Haben wir Level? Wert Elektronik. Wert dechiffrieren. What? This doesn't work, I guess. Eden Prime will never be the same again. Gut. Speichern. Bisher ist das Spiel nicht abgestürzt. Das ist gut. Ich würde an dieser Stelle sagen, das war's für die Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Demon. Hi, moin. Du kommst gerade rechtzeitig. Bis dann, Leute, haut rein. Ihr seid die Besten. Nicht vergessen. Damn, Yumi, was sagen wir am Ende von Mass Effect? What do we say? Garus MVP? Wer zur Hölle ist Garus? Bleiben wir mal dabei. Garus MVP, also dann. Bye, bye.